Weißer Sand, grüne Palmen, Urlaubsmodus an. Zumindest in Gedanken. Denn die Fernreise, sie kann für viele zu Corona-Zeiten ein weit entfernter Traum sein. Omikron sorgt weltweit für steigende Corona-Zahlen. Die Konsequenz: in vielen Staaten gilt jetzt die 1G-Regelung. Einreisen darf nur, wer vollständig geimpft ist, heißt mindestens 2 Impfungen hat und das mindestens schon 14 Tage. Darunter Länder wie Argentinien, Brasilien, Costa Rica, Kuba, Tunesien, die USA und viele weitere. Was bedeutet das für Pauschalurlauber, die bereits eine Reise gebucht haben und nicht den vollständigen Impfschutz haben? Wir fragen nach bei Reiserechtsexperte Holger Hopperdietzel. Man muss jetzt einfach sehr genau auf die Details schauen. Wer zum Beispiel seine Reise vor Monaten gebucht hat und jetzt mit dieser 1G-Regel überrascht wird, der hat ja zumindest im Zeitpunkt des Vertragsschlusses davon gar nichts gewusst. Für den ist es natürlich leichter, aus dem Vertrag wieder herauszukommen, das heißt den Rücktritt zu erklären. Schwieriger wird's für Urlauber, die bis zum Reiseantritt noch genug Zeit haben, sich vollständig impfen zu lassen. Da kommt es ganz auf den Reiseveranstalter an, ob er das Geld zurückzahlt. Wer bis jetzt nur den Flug zur Reise gebucht hat, für den gilt: Wenn die Gesundheitsbestimmungen oder die Einreisebestimmungen nicht eingehalten werden können vom Passagier, dann darf die Fluggesellschaft nicht befördern. Und das wiederum hat zur Folge, dass der Fluggast von der Fluggesellschaft den gesamten Ticketpreis zurückverlangen kann. Neben vollständigem Impfschutz muss jeder Reisende am Flughafen zusätzlich einen negativen Test vorlegen. Der PCR-Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. Beim Antigen-Schnelltest sind es maximal 24 Stunden. Sich testen lassen müssen sich auch diejenigen, die wieder zurück nach Deutschland einreisen wollen. Je nach Land kommt dann noch eine Quarantänepflicht hinzu. Noch sind die Reisen innerhalb Europas von der 1G-Regel ausgeschlossen. Wer aber trotzdem noch mal auf Nummer sicher gehen will, dem rät der Rechtsexperte immer eine Reiserücktrittsversicherung. Und wer unsicher ist wegen der tatsächlichen Einreisemöglichkeit, der sollte von einem solchen Angebot tatsächlich Gebrauch machen. Auch wenn die Reise vielleicht ein bisschen teurer ist, aber man erspart sich unter Umständen dann wirklich hohe Stornokosten. So bleibt einem nicht nur viel Geld, sondern auch viel Ärger erspart.